Ich bitte das Gericht um Entschuldigung für meine Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Nein. Bitte nicht. Dann kriegst du Christian jetzt endlich ins Bett? Als ob's nur darum geht, poppen. Und was denn sonst? Christian behandelt mich endlich nicht mehr, als hätte ich die Pest. Wir haben uns gestern sogar kurz umarmt. Wow, wie versaut. Ich bin einfach froh, dass wir uns wieder gut verstehen. Jetzt, wenn du hier nur chatten willst, dann kann ich auch wieder gehen. Das macht mir einfach Spaß. Zumindest mit dem netten Typ hier, der versteht wenigstens, was ich fühle. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn wir beide im gleichen Raum sind. Warum habe ich ihm das alles geschrieben? Wenn ich so weitermache, merkt er von selbst, wie sehr er mich verwirrt. Eigentlich ein Wunder, dass er immer noch nicht rafft. Was bei mir gefühlsmäßig abgeht. Ist doch total süß, findest du nicht? Total süß. Du kapierst einfach nicht, worum es hier geht. Ich hätte vor meinem Outing gern jemanden gehabt, zu dem ich so offen hätte sein können. Oder hier, hör mal. Ich habe mich zusammengerissen, wie du mir geraten hattest. Und zuerst war auch alles ganz locker, aber dann hätte ich, Idiot, mich mal wieder beinahe verraten. Der geht noch total verkrampft an die ganze Sache ran. Naja. Auf jeden Fall habe ich gefunden, dass es an der Zeit ist, dass er erfährt, wer ich bin. Wir sollten das doch lieber bleiben lassen. Hier ist nichts. Wir müssen den Stiefsohn irgendwie dran kriegen. Ich weiß gar nicht, was die ganze Suche soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ansgar Hinweise über Tanjas Verbleib hinter seinen Socken versteckt hat. Sie entschuldigen. Wozu? Carla? Tanja ist da. Sie ist vor Gericht erschienen. Ja, in diesem Moment. Und hat sie irgendwas gesagt? Eine Erklärung für die Verspätung? Nein, Nein. Und Ansgar, wie hat der reagiert? ich habe nicht drauf geachtet. Hast du nicht drauf geachtet? Da. Bitte um Ruhe. Die Verhandlung ist eröffnet. Es geht los. Ich melde mich. Ja, mach das. Tschüss. Die Suche ist hiermit beendet. Ich dachte, wir sind noch kurz im Nachttisch. Ansgar hat Tanja nicht entführt. Sie ist eben zu ihrer Verhandlung erschienen. Was? Ja, das hätte ich mir denken sollen. Sie tauchen hier auf, Sie tischen mir irgendwelche Lügen auf. Und dann schaffen Sie es auch noch, mich zu manipulieren. Das ist nicht wahr. Ich war absolut davon überzeugt. Außerdem müssen wir ausnutzen, Wir dass Ansgar müssen nicht da ist. gar nichts. Sie gehen jetzt. Und zwar sofort. Gräfin, wir haben nur eine Chance, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, es stimmt. Ich habe den Tod meines Sohnes inszeniert, meinen eigenen Selbstmord vorgetäuscht und ich habe mich unter falschem Namen mit meinem Kind nach Uruguay abgesetzt. Warum haben Sie das getan? Weil ich verzweifelt war und weil ich eins wollte, endlich glücklich zusammen mit meinem Kind leben. Heute weiß ich natürlich, dass das ein Fehler war. Ein Kind braucht beide Elternteile, Mutter und Vater. Du bist so eine verlogene... Ansgar, wir sind später dran. Eins muss man ihr lassen. Ihre Vorstellung ist verdammt gut. Wartet mal, bis Sebastian sie sich vorknöpft. Die Show hält sie nicht lange durch. Bitte, Sie müssen mir glauben. Ich habe das alles aus Liebe zu meinem Kind gemacht. Ich wusste gar keinen anderen Ausweg mehr. Ich hatte Angst, Hannes zu verlieren. Sie und Graf Lahnstein hatten das gemeinsame Sorgerecht. Und wie ich aus meinen Unterlagen entnehme, lag beim Jugendamt kein Antrag von Graf Lahnstein vor, in dem er das alleinige Sorgerecht beantragt hat. Ihre Angst war völlig unbegründet. Nein, Ansgar hat immer wieder gedroht und ich wusste, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er mir Hannes ganz wegnimmt. Graf Lahnstein ist ein einflussreicher Mann, er hat doch überall Kontakte. Ich war doch völlig machtlos gegen ihn. Das rechtfertigt trotzdem nicht, dass Sie Ihren und den Tod Ihres Sohnes vorgetäuscht haben. Das war eine Affekthandlung, völlig unüberlegt. Hören Sie auf mit Ihren Lügen! Sie hat Hannes angeblichen Tod eiskalt geplant, damit wollte sie Ansgar und mich treffen. Sie wollte unsere Ehe zerstören. Ruhe!
Ich bitte um Ruhe. Jedenfalls habe ich ihm vorgeschlagen, endlich mal in die Pötte zu kommen. Aber ich glaube, der hat noch viel zu viel Schiss. Ein Obersensibelchen. Deinen Geschmack würde ich gerne mal verstehen. Hey Christian, erzähl doch mal aus deinem Erfahrungsschatz. Sind Ollis Tipps wirklich immer in allen Lebenslagen die tollsten? Ja, nicht in allen. Christian war ja auch erst mal sauer, als ich ihn an der Sporthochschule angemeldet habe. Aber inzwischen freust du dich doch selbst, oder? Ach so. Und als Dank darfst du mich jetzt von vorne bis hinten verarschen, oder was? Was geht denn jetzt ab? Du bist echt das allerletzte, Olli. Hey, jetzt wart mal! Kapierst du, was der jetzt hat? Ziemliches Problem mit dir? Wenn wir demnächst hier alle zusammen wohnen, sollten wir vielleicht mal einen Putzplan aufstellen, oder? Ja, wenn. Aha. Heißt das, ihr habt euch noch nicht entschieden, ob ihr mein Angebot annehmt? Arno, es ist so großzügig von dir, dass du uns die Hälfte des Hauses überschreiben willst, aber Moment mal, großzügig wart ihr. Ohne den Kredit, den ihr über eure Bank besorgt habt, gehörte das Haus jetzt Degenhardt. Katja und ich, wir haben uns überlegt, dass wir in diesem Fall dann zumindest die Hälfte der Schulden zurückbezahlen. Ja. Lass uns das heute Abend besprechen. Ja? Ich muss leider zur Arbeit. Ach, und dann möchte ich nachher noch zu Janas Grab. Sagst du uns Bescheid, dann können wir zusammen mit Lisa zum Friedhof. Ja, ich rufe dich an. Ja. diese Situation macht mich ganz verrückt. Was sollen wir denn tun? Die einfachste Lösung wäre, ihr nehmt das Angebot an. Ihr müsst euch keine neue Wohnung suchen. Arno fühlt sich wohler, wenn er einen Teil seiner Schulden bei euch getilgt hat. Wenn er wenigstens welche bei uns hätte. Er darf auf keinen Fall erfahren, dass das Geld von Elisabeth kommt und nicht von unserer Bank. Er wird es nicht erfahren. Wir drei sind die Einzigen aus der Familie, die Bescheid wissen. Ich weiß nicht. Also bevor ich das entscheide, möchte ich noch mal mit Elisabeth sprechen. Meine Vermutung, dass Ansgar Tanja entführt hat, war... Ein Vorwand. Nur ein Vorwand, damit ich sie in Ansgars Privaträume lasse. Mein Gott. Wie konnte ich so dumm sein, Ihnen nur einen Moment zu glauben? Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass Ansgar Dreck am Stecken hat. Der schreckt nicht einmal vor einer Testamentfälschung zurück. Woher wissen Sie das denn? Camilla von Bernackert, richtig ausgepackt über Ansgar. Und wenn wir beide jetzt gemeinsam weiter nach Beweisen Nichts suchen... werden wir und schon gar nicht gemeinsam. Und jetzt verlassen Sie das Anwesen, aber sofort. Jetzt stellen Sie sich doch nicht so an! Geben Sie doch zu, dass Sie Ansgar genauso gern hinter Gittern sehen wollen wie ich. Ja, das möchte ich. Mit einem kleinen Unterschied. Mir geht es um Gerechtigkeit und um das Andenken meines verstorbenen Mannes. Und Ihnen geht es um Rache. Justus, geleiten Sie diesen Herrn bitte zum Ausgang. Sehr wohl. Na, Sie Streifenhörnchen. Wie halten Sie es mit dieser Mischpoke eigentlich aus? Was würde ich darum geben, wenn du jetzt hier bist? Seit du nicht mehr da bist, diese ständigen Streitereien. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Dass ich Degenhardt auch nur eine Sekunde geglaubt habe. Dieser Mensch hat dir so viel angetan und ich lasse den nicht rumschnüffeln. Ich fühle mich, als hätte ich dich verraten. Verzeih mir. Bitte. Ich werde dafür sorgen, dass Ansgar den Namen der Familie nicht mehr in den Dreck zieht. Ich werde das schaffen. Auch ohne Degenhardts Hilfe. Das verspreche ich dir. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen alles Glück dieser Welt. Und dass du dir klar darüber wirst, was du empfindest. Ich bin mir sicher, dann kannst du auch dazu stehen. Was ich empfinde?
Ich scheiß drauf. Das war's. Ende der Story. Ich muss nachher auch noch meinen Text für die Theater AG pauken. Hast du schon eine Ahnung, wer die Rolle von Mr. Darcy kriegt? Bei meinem Glück wahrscheinlich der schmierige Typ aus der 13. Hallo. Hi. Wollen wir gleich los? Arno ist noch auf der Baustelle und danach wollte er Blumen fürs Grab besorgen. Möchtest du einen Kaffee? Gerne. 2 Tomatensaft. Soll ich dich abhören? Also ich finde die Szene mit dem Heiratsantrag ganz lustig. Also ich finde, Mr. Darcy macht sich ja voll zum Deppen. Mr. Darcy? Ich dachte, der Depp heißt Fabian. Stolz und Vorurteil. Nach einem Roman von Jane Austen. Kennst du nicht? Dafür muss man lesen können. Mhm. Bitte schön. Danke. Und bevor du auch wieder damit anfängst. Ich weiß. Du bist alt genug. Eben. Aber es könnte sein, dass Fabian und seine Familie bei uns wohnen bleiben. Ich meine, platzmäßig wäre das ja kein Problem. Lisa technisch auch nicht. Wirklich nicht? Aus dem Alter bin ich raus. Bist du dir sicher? Ja. Tomatensaft. Das ist gut gegen frühzeitige Hautalterung. Bei dem Mitbewohner echt nötig. Warum gibst du dir den Christian überhaupt noch? Weil wir uns in letzter Zeit total gut verstanden haben. Und jetzt plötzlich... Ich kapier das nicht und ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf seine Zickereien. Schmeiß ihn raus. Sie könnte ja erstmal das Zimmer übernehmen. Ich meine, damit ihr keinen Mietausfall habt. Nee. Erst will ich wissen, warum ich ihn angeblich schon wieder verarsche. Christian ist mir eine Erklärung schuldig. Die Verhandlung wird für 15 Minuten unterbrochen. Sie haben einen glaubwürdigen Eindruck gemacht. Bleibt noch die Aussage des Nebenklägers. Von der hängt eine Menge ab. Auf die bin ich auch wirklich gespannt. Bleibt nur zu hoffen, dass der Richter auf diese Farce nicht hereinfällt. Warten wir ab, bis Ansgar seine Aussage gemacht hat. Eins verspreche ich Ihnen. Auch wenn Sie noch so viele Lügen auf Lager haben, Ihren Hals retten Sie damit nicht. Autsch, das saß. Sie hätten letztens fester zudrücken sollen. Aber Sie haben die Chance vermasselt, wie so viele in Ihrem Leben. So eine miese Schlampe. Natalie, bitte. Du machst deine Aussage so, wie wir sie besprochen haben. Dann kann ich sie festnehmen. Ansgar, darf ich dich sprechen? Allein? Kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, schon gut. Nun, mein Lieber, hast du wirklich geglaubt, du wirst mich so schnell los? Habe ich dich bloß nicht gleich umgebracht. Weil du einen Fehler nach dem anderen machst. Deswegen spielen wir jetzt nach meinen Spielregeln, verstanden? Dein dämlicher Versuch, mich zu entführen, wird verdammt teuer für dich. Du wirst für meinen Freispruch sorgen. Ansonsten bekommt der Richter die Kassette. Und Camillas Schuldeingeständnis. Vergiftete Babynahrung. Tausende von Müttern wollen dich im Knast sehen. Herr und Frau Brandner wünschen Sie zu sprechen. Danke, Justus. Katja. Stören wir nicht? Nein. Hallo, Matthias. Hallo, Elisabeth. Nein, ganz im Gegenteil. Bitte, nehmt doch Platz. Danke. Ja, nicht, dass ich mich nicht freue, euch zu sehen, aber ist irgendwas nicht in Ordnung? Naja, wie man es nimmt. Arno will uns die Hälfte des Hauses überschreiben. Als Sicherheit für den Kredit. Denkt immer zuerst an die anderen. Na, selbstlos ist er. Aber Elisabeth, wir haben dabei ein ganz schlechtes Gefühl. Deshalb wollen wir zumindest die Hälfte der Schulden zurückbezahlen. Allerdings können wir das nicht so schnell wie Arno. Außerdem möchten wir nicht den Eindruck erwecken, dass wir aus Arnos Situation Profit schlagen. Aber jetzt macht euch doch mal keine Gedanken. Ich weiß, dass ihr das Geld nur aus Sorge um Arno von mir angenommen habt. Uns wäre es lieber, wenn wir ehrlich zu ihm sein könnten. Oh, Arno ist
sehr korrekt, aber er ist auch sehr stur und manchmal muss man ihn zu seinem Glück zwingen. Mir ist nur wichtig, dass Arno jetzt nach Janas Tod Menschen um sich hat, die sich um ihn kümmern, die ihn auffangen. Das zählt 1000-mal mehr als alles Geld der Welt. So, du Früchtchen. Wenn du glaubst, du kannst dich einfach so vom Acker machen. Tag, Herr Wolf. Degenhardt hier. Ich hätte da mal wieder ein bisschen Arbeit für Sie. Ich habe hier die neue Mobilfunknummer von Camilla von Berneck. Ja, genau. Orten Sie Ihr Handy und bringen Sie die alte her. Ob ich so viel Kohle habe? Trägt der Papst einen komischen Hut? 10.000? Ha, kein Problem. Von mir aus zahle ich Ihnen das Doppelte, sobald ich mit der Aussage von Camilla aus der Babypumpennummer raus bin. Cash? Im Voraus? Ja, ich glaube, es hackt. Ja, ich weiß, nicht ganz billig, illegal, bla bla bla, aber Sie wollen doch Folgeaufträge, oder? So. Verstehen Sie Italienisch? Lecco mio! Hab ich bei Fuß gerufen? Nein, Ihre Bank hat gerade angerufen. Ja, schön groß zurück. Ihre Konten sind im Soll, die Miete geht nicht ab. Wir haben bereits eine Mahnung von der Hausverwaltung bekommen. Außerdem ist mein Gehalt auch noch nicht eingegangen. Das ist mir alles gerade mal scheißegal. Und jetzt Abmarsch! Diese ständigen Lügen, das macht mich ganz krank. Da sind Sie. Kein Wort zu den Kindern, okay? Hast du schon was vom Prozess gehört? Nein, du? Ich weiß, für dich und Sebastian hängt eine Menge vom Ausgang ab. Für uns auch. Ich sehe es schon, ein knutschendes Pärchen beim Frühstück. Warte erst mal ab, bis du wieder verknallt bist. Vielleicht fahre ich doch noch zum Gericht, dann bekomme ich wenigstens die Urteilsverkündung mit. Warte mal. Setz dich bitte. Ich habe euch was Wichtiges zu erzählen. Wow, unser Häuptling. So hochoffiziell? Ihr wisst ja, Arno hätte beinahe das Haus an Degenhardt verloren. Das wäre sicher passiert, hätte euer Vater nicht ein Darlehen von unserer Bank in Flensburg bekommen. Das lief doch über diesen Freund, oder? Wer war denn das eigentlich? Den kennt ihr nicht. Und dafür will uns Arno die Hälfte des Hauses überschreiben. Wie krass. Ja, aber das nehmen wir nicht einfach so an. Deshalb werden wir die Hälfte des Kredites abbezahlen. Dann könnt ihr euch die Wohnungssuche sparen. Ist doch super. Ja, super. Ist Monsieur jetzt in der Lage, wieder normal zu reden? Raus. Erst wenn du mir sagst, was du schon wieder hast. Du machst dir einen Höllenspaß daraus, mich zu verarschen und fragst mich, was ich wieder habe? Hat's irgendwas mit der Sporthochschule zu tun? Ist es jetzt doch ein Problem für dich, dass ich dich da angemeldet habe? Sporthochschule? Ich habe genau gehört, wie du dich mit Olivia unterhalten hast. Wie er wohl reagiert, wenn er mein Foto sieht. Weißt du wie? So! Was denn für ein Foto? Ich weiß echt nicht, was hier schon wieder los ist. Aber ich weiß, welcher Chatname besser zu dir passen würde, Halunke. Arschloch zum Beispiel. Warte mal. Bist du Gast 84? Den gibt's nicht mehr. Dann ging's beim Chat um uns beide. Der Gedanke gefällt dir überhaupt nicht, oder? Doch, doch. Entspannt euch. Wenn alles klappt, bin ich sowieso bald in Tokio auf der Designschule. Ein Wetter ist das vielleicht. Gut, dass wir Nordlichter eine Großpackung Schiedwetter-Tee zu Hause haben. Ach, bitte bleib sitzen. Es reicht schon, dass du die ganze Zeit in der Küche rumwuselst. Mein zweites Hobby neben meiner turbulenten Familie. Apropos Familie. Die wird sich wohl auf Dauer hier einquartieren. Das ist doch eine gute Nachricht. Darauf müssen wir anstoßen. Auf den neuen Miteigentümer. Aber Arno, ich möchte das noch mal ganz klar betonen. Also du kannst jederzeit die Haushälfte zurückkaufen. Ja. Und? Was sagst du dazu? Für mich ist es okay. Tja, dann
Eine Sekunde. Das war ja ein Volltreffer. Wieder was zum Anstoßen? Ja. Ja, okay. Geht's noch, ja? Ja. Na dann. Auf uns alle. Bestätigen Sie, dass Sie die Angeklagte damals unter Druck gesetzt haben? Naja, also die Situation war natürlich nicht immer ganz einfach. Mein Mandant meint damit, dass der Druck von der Angeklagten ausging. Frau von Anstetten wollte sich mit dem gemeinsamen Sorgerecht nicht zufrieden geben. Bitte lassen Sie Graf Lahnstein auf meine Fragen antworten. Natürlich. War es zu irgendeinem Zeitpunkt Ihre Absicht, Frau von Anstetten das Kind wegzunehmen? Sagen wir mal so, ich war natürlich zu gewissen Zeiten froh, dass der Kleine bei mir gelebt hat. Ich möchte betonen, dass es Graf Lahnstein stets um das Wohl des Kindes ging. Nur deshalb hat er das Sorgerecht mit Frau von Anstetten geteilt. Mein Mandant kann das bestätigen. Graf Lahnstein, Frau von Anstetten hat ihren Sohn entführt. Sie hat ihren eigenen Tod vorgetäuscht. Sie behauptet zwar einzig aus Liebe zu ihrem Sohn gehandelt zu haben. Aber müssen wir uns anhand ihrer Vergehen nicht fragen, ob die Angeklagte überhaupt eine gute Mutter sein kann? Jetzt macht er sie fertig. Würden Sie bitte die Frage beantworten? Ja, Hannes kann sich keine bessere Mutter als Tanja von Anstetten wünschen. Wie bitte? Spinnt der? Herr Vorsitzender, ich habe mich der Angeklagten gegenüber unnachgiebig und grausam verhalten und sie zu der hier geschilderten Verzweiflungstat getrieben. Jetzt warte mal, ich hab das Jetzt wirklich nicht verschwinde gewusst. endlich! Nein! Zu Löchern aufs Maul, oder Ich was? hatte keine Ahnung, dass du Gast 84 bist. Du warst an meinem Laptop. Du bist doch bescheuert. Du bist völlig krank. Pass mal auf, ich kann gut verstehen, dass du ein Riesenproblem damit hast, dass du deine Outing-Probleme ausgerechnet mir erzählt hast. Ich habe keine Outing-Probleme. Du pumpst dir doch nur so rum, weil es für dich ein Riesenproblem ist, dass du auf Männer stehst. Ich bin nicht schwul, kapiert? Wie würdest du es denn dann nennen? Seit Wochen beschäftigt dich nur eine Frage. Warum kriege ich diesen Kuss nicht aus dem Kopf? To